Zuschauer, es ist lange her, dass Sie etwas von mir gesehen oder gehört haben. Das hat auch gute Gründe. Corona macht uns allen sehr zu schaffen. Darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Ich möchte Sie heute Abend entführen an einem Sonnabend, kurz vor dem zweiten Advent, auf eine kleine weihnachtliche Tour durch Berlin. Also mal etwas ganz anderes. Und wünsche von hier aus viel Vergnügen. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen schon, wir haben diese Fahrt relativ spontan geplant und wir fahren auch relativ spontan und sind gerade ziemlich enttäuscht, wie wenig es hier doch nach Weihnachten aussieht. Im vorderen Teil der Linden wird das nachher etwas anders, aber hier hinten, wo normalerweise auch Weihnachtsmärkte, Buden, festliche Beleuchtung stattfindet, hier ist nichts zu sehen. Die Leute haben ganz offensichtlich ganz einfach keine Lust und keinen Sinn. Sparen vielleicht auch Kosten, auch das ist ja denkbar. Aber geradezu, vielleicht können Sie es schon sehen, da wird es dann etwas heller. Auf der Mittelinsel sehen Sie jetzt den Eingang des niegelnagelneuen U-Bahnhofs unter den Linden. Seit gestern hält hier die U5, die Verlängerung zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof. Und seit gestern hält hier auch die U6, deren Bahnhof Französische Straße seit gestern wieder ein Geisterbahnhof ist. Wir kreuzen die Friedrichstraße und vorne sehen Sie jetzt doch ein bisschen was Weihnachtliches erstrahlen. Unter den Linden, Ecke Neustädtische Kirchstraße. Und wir fahren auf das Brandenburger Tor zu. Die Baustellen der U-Bahn sind wohltuend zurückgebaut. Ja, bei aller weihnachtlichen Vorfreude, die der ein oder andere von Ihnen haben mag, wie ist die Situation in der Stadt und wie ist die Situation auch für viele von uns, die wir dieses Gewerbe hier ausüben? Die Hotels sind maximal zu 10% belegt, teilweise sind sie wieder geschlossen. Es findet praktisch nichts statt. Und normalerweise hätten Sie an einem Samstag vor dem zweiten Advent Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen. Und Sie sehen, diese Menschen sind nicht da. Es sind keine Touristen da. Auch die Berliner scheinen sich zurückzuhalten. Und so kann man fast jedem einzelnen Besucher die Hand schütteln. Trotz dieses sehr schönen Christbaumes vor dem Brandenburger Tor. Seiteneingang der Botschaft der Vereinigten Staaten mit einem geschmückten Kranz. Und jetzt auf der rechten Seite das Hotel Adlon, eines der Hotels, die nach wie vor geöffnet haben, die immer geöffnet hatten, teilweise mit 1, 2 Gästen im Haus.
Rechts runter wäre die britische Botschaft in der Wilhelmstraße, die seit 2005 ungefähr nach einem Bombenanschlag in Istanbul für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Die britische Botschaft würde sich schon lange wünschen, dass die Straße für den Verkehr wieder geöffnet wird, damit sie wieder mit Leben gefüllt wird. Die Stadt Berlin verweigert das aus Sicherheitsgründen. In dem Eckgebäude übrigens, das Sie auch rechts sehen, hatte bis kurz vor seinem Tod Helmut Kohl sein Büro als Bundeskanzler AD. Jetzt auf der rechten Seite die Botschaft Russlands in den 1950er Jahren gebaut. Und wir fahren die Linden zurück in Richtung Stadtschloss. Geradezu kann man das Rote Rathaus erkennen. Und die hellen Fenster unterhalb des Rathauses, das ist das Humboldt-Forum, was also das neu erbaute alte Stadtschloss ist. Auch die Eröffnung ist ja inzwischen auf digital umgestellt. Stellen Sie sich bitte vor, liebe Zuschauer, während ich spreche, fahre ich. Und während ich fahre, überlege ich mir die Strecke. Ich schaue natürlich links und rechts. Der Matthias Baumann, der Betreiber von BTB-Konzept und gleichzeitig hier mein Kameramann, tut das Gleiche. Wir arbeiten also hinter der Kamera mit Händen und Füßen, hätte ich fast gesagt, um uns zu verständigen, wo ich langfahren werde. Jetzt zum Beispiel hätte ich ja mal gut in die Friedrichstraße abbiegen können und das mache ich auch. Denn die Friedrichstraße bietet ja seit einigen Monaten auch etwas Besonderes. Sie wurde zur Fahrrad- und Fußgängerstraße umgebaut, und zwar zwischen Französische und Leipziger Straße. Es herrscht Maskenpflicht auf dieser ganzen Straße und das ist ja bei den Menschenmassen, die Sie hier sehen, auch durchaus nachvollziehbar. Und geradezu für mich ein absolutes Unikum, das Fahrradschild und darunter das Tempolimit, das die Fahrradfahrer also daran erinnert, bitte nicht schneller als 20 zu fahren, denn sie müssen sich die Friedrichstraße mit Fußgängern teilen. Wir fahren am Lafayette vorbei, links das legendäre Borchardt, natürlich geschlossen. Das Charlotte und Fritz im Regent Hotel, natürlich geschlossen. Und jetzt sagen Sie nicht zu mir, das ist aber deprimierend heute. Das ist deprimierend, denn das ist momentan der Alltag. Und wenn Sie von all dem leben, was hier eigentlich offen sein könnte, dann ist das manchmal schon mühsam. Der Gendarmenmarkt auf der rechten Seite mit dem französischen Dom, mit dem Schauspielhaus und mit dem deutschen Dom und fast ohne Weihnachtsbeleuchtung. Ja, hier findet ja normalerweise auch der große, wunderbare Weihnachtsmarkt statt. Auch dieses Jahr nicht möglich und damit hat man auch auf Weihnachtsbaum verzichtet, ganz offensichtlich. Es gibt immer noch Bauzäune, die sind bedingt durch die Baustelle des U-Bahnhofes Museumsinsel, der nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Deswegen sieht man das Stadtschloss von hier aus nicht besonders gut. Wir wollen Ihnen diesen Blick trotzdem zeigen.
links das Zeughaus und jetzt geradezu also das neu erbaute Humboldt-Forum. Für alle diejenigen, die das Gebäude nicht mögen, weil sie sagen, das sei eine Kopie, die kann man schon beruhigen. Es ist keine Kopie. Es hat ja die Osthälfte, die ja komplett modern gehalten ist. Und dann hätte an dieser Stelle der ehemalige Apothekerflügel gestanden. Der ist natürlich auch nicht neu aufgebaut worden. Also es hat schon auch eine eigene Architektur, dieses Gebäude. Und das Innenleben selbstverständlich erst recht. Geradezu die Marienkirche, eine der ältesten Kirchen Berlins. Geradezu das 1866 bis 1870 ungefähr erbaute Rote Rathaus, der Sitz des regierenden Bürgermeisters. Die gesamte Berliner Mitte hier um das Rote Rathaus herum wird ja zurzeit umgebaut. Sie soll in ihren Straßenzügen wieder an das alte Berlin herangeführt werden. Gleichzeitig finden vor den eigentlichen Baumaßnahmen Ausgrabungen statt, in denen Relikte gefunden werden, die weit, weit vor der Zeit liegen, in der Berlin angeblich ja gegründet worden ist, oder besser gesagt erstmals erwähnt wurde. Wir sprechen immer von dieser einen Urkunde aus dem Jahr 1237. Natürlich ist Berlin viel, viel älter. Zu der Zeit, zu der diese Urkunde gefunden wurde, da hat Berlin kurze Zeit später einen großen Stadtbrand überstanden, wo sehr, sehr, sehr viel Information verloren ging. Also das alles wird ungefähr an dieser Stelle hier ausgegraben, archiviert, aufgezeichnet, um dann sicherlich für immer überbaut zu werden mit einer neuen Innenstadt. Als Ergänzung zum Roten Rathaus, weil die Kapazität dort einfach nicht mehr genügte, kam ab 1910 das alte Stadthaus dazu, das wir hier im Bild nochmal auffangen. Die breite Straße, in die wir jetzt gleich abbiegen, links die Fischerinsel, das war der Ausgangspunkt der Stadt Köln. Berlin lag ja auf der anderen Seite der Spree. Also diese Straßenzüge waren wirklich der geografische Ursprung dessen, was wir heute hier haben. Wir fahren jetzt frontal
auf das neu erbaute Stadtschloss zu, auf das Humboldt-Forum. Wir kommen jetzt aus südlicher Richtung die Breite Straße entlang. Zur Orientierung, wenn wir jetzt durch das Schloss hindurchfahren könnten, was keiner möchte, dann kämen wir auf der anderen Seite wieder heraus unter den Linden und am Berliner Dom. Wir biegen nach links ab, haben geradezu das Auswärtige Amt. Und dort, wo Sie jetzt die Bauwagen sehen, dort ungefähr wird demnächst das Einheitsdenkmal, die sogenannte Wippe der Einheit, gebaut werden, wenn sie denn gebaut wird. Die Französische Straße, benannt so zu Ehren der aus Frankreich eingewanderten Hugenotten, die auch hier in diesen Straßen von Anfang an ihre Heimat hatten. Sie haben ja auch bis heute hier ihre Gemeinde, und es gibt ja auch bis heute hier den französischen Dom, der allerdings keine Kirche mehr ist. Und wir biegen nach rechts in die Leipziger Straße. Und gleich nach links in die Charlottenstraße und fahren einmal über den Checkpoint Charlie. In den letzten Jahren war es dort auch immer recht schön geschmückt. Wir schauen mal, was dort in diesem Jahr zu sehen ist. Ja, am Checkpoint Charlie hat man Weihnachten nicht vergessen.